Also, mal ganz ehrlich, für so viele von uns ist es doch das A und O am Morgen, oder? Die erste Tasse Kaffee. Aber während man da so den Duft einatmet, fragt man sich doch immer wieder, ist das jetzt eigentlich gut für mich oder richte ich damit vielleicht sogar irgendeinen Schaden an? Ja, Held oder Bösewicht? Genau das schauen wir uns heute mal an. Wir tauchen mal so richtig tief in die Wissenschaft hinter unserer Lieblingstasse ein und finden raus, was da eigentlich genau in unserem Körper abgeht, Schluck für Schluck. Okay, fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichsten an, unserem Gehirn. Wie schafft es diese Tasse am Morgen, uns wirklich wach zu machen? Tja, die Antwort ist quasi ein ziemlich spannendes Duell auf molekularer Ebene, direkt in unserem Kopf. Also, da gibt's ein Molekül namens Adenosin. Man kann sich das ein bisschen wie den körpereigenen Sandmann vorstellen. Je länger du wach bist, desto mehr von diesem Zeug sammelt sich in deinem Gehirn an und, desto müder wirst du eben. Es dockt an ganz spezielle Rezeptoren an und flüstert deinen Gehirnzellen sozusagen zu, hey, Zeit für eine Pause. Und genau hier kommt jetzt unser Kaffee, also das Koffein, ins Spiel. Das Verrückte ist, Koffein sieht für unsere Gehirnzellen fast exakt so aus wie Adenosin. Es hat eine super ähnliche Form. Man könnte sagen, es ist der perfekte Doppelgänger. Was also passiert ist Folgendes. Das Koffein schnappt sich die Plätze an den Rezeptoren, passt da perfekt rein wie ein Schlüssel, aber es schließt nicht auf. Es blockiert einfach den Platz. Das arme Adenosin kann nicht mehr andocken und das Müdigkeitssignal, das kommt einfach nicht durch. Wichtig ist aber, Kaffee macht dich nicht wirklich wacher. Er lässt dein Gehirn nur für eine Weile vergessen, dass es eigentlich müde ist. Und es gibt sogar noch einen Bonus obendrauf. Indem das Koffein da alles blockiert, hat ein anderer Stoff freie Bahn. Dopamin. Das ist unser Wohlfühlmolekül. Es kann plötzlich viel besser wirken. Und genau das ist der Grund, warum sich dieser erste Kaffee am Morgen so verdammt gut anfühlt. So, das war jetzt also der schnelle Kick für unser Gehirn. Aber was ist mit dem Rest unseres Körpers, so auf lange Sicht? Schauen wir uns doch mal an, was die wirklich großen, ernstzunehmenden Studien dazu sagen. Und wenn ich sage große Studien, dann meine ich das auch so. Stellt euch das mal vor. Da hat man fast 500.000 Menschen zugeschaut und das über 15 Jahre lang. Wir reden hier also nicht über irgendein kleines Laborexperiment. Und was dabei rauskam, ist wirklich beeindruckend. Haltet euch fest. Die Leute, die regelmäßig eine moderate Menge Kaffee getrunken haben, hatten ein um 12% geringeres Risiko, aus irgendeinem Grund zu sterben. 12%. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sank um 17% und das für einen Schlaganfall sogar um ganze 21%. Das sind schon echt Hausnummern, oder? Okay, ich weiß, was jetzt viele denken. Aber was ist mit Krebs? Man hört ja immer wieder diese Gruselgeschichten, dass beim Rösten irgendwas Schlimmes entsteht. Das ist eine total berechtigte Sorge. Schauen wir uns also mal an, was die Wissenschaft wirklich dazu sagt. Und die Antwort ist ziemlich eindeutig. Trotz aller Bedenken konnte bis heute keine einzige seriöse Studie einen Zusammenhang zwischen moderatem Kaffeetrinken und Krebs herstellen. 0. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise darauf, dass Kaffee das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Leber- oder Brustkrebs senken könnte. Also, da können wir erstmal aufatmen. Aber, und das ist jetzt das große Aber, wie bei fast allem im Leben kommt es auf eine Sache an: die Dosis. Denn genau hier entscheidet sich, ob Kaffee dein Freund oder, eben nicht ist. Die Wissenschaft ist sich da erstaunlich einig. Der Sweet Spot, also der ideale Bereich, liegt bei so 3 bis 5 Tassen am Tag. Das sind ungefähr 400 Milligramm Koffein. Das ist die magische Zahl. Hier bekommt ihr die ganzen Vorteile ohne die Nachteile. Gehen wir aber deutlich drüber, dann kippt das Ganze. Statt Fokus und guter Laune kriegen wir dann die unschönen Nebenwirkungen. Ihr wisst schon, man wird hibbelig, kann nicht schlafen, das Herz fängt an zu klopfen, der Magen spielt verrückt. Das ist dann einfach das klare Signal vom Körper: hey, das war jetzt zu viel des Guten. Okay, jetzt wissen wir also, was Kaffee kann und wie viel davon gut für uns ist. Aber wie holen wir jetzt wirklich das Maximum an Vorteilen aus unserer täglichen Tasse raus? Gibt's da Tricks? Im Grunde sind es 3 super einfache Regeln. Erstens, ganz klar, bleib in diesem Sweet Spot von 3 bis 5 Tassen. Zweitens, trink ihn am besten schwarz, denn die ganzen Vorteile kommen vom Kaffee, nicht von der Zuckerbombe oder dem Sahnetopping, das wir oft reinkippen. Die machen die guten Effekte nämlich schnell wieder kaputt. Und drittens, vielleicht das Wichtigste überhaupt, hör auf deinen Körper. Jeder von uns ist anders. Wenn du merkst, du bist zittrig oder unruhig, dann ist es für dich persönlich vielleicht schon zu viel.
So, jetzt habt ihr das ganze Wissen, ihr seid jetzt quasi eure eigenen Kaffeeexperten. Die Frage ist nur, was macht ihr draus? Werdet ihr euren Kaffee morgen anders tränken? Oder vielleicht genießt ihr ihn jetzt sogar noch ein bisschen mehr, weil ihr wisst, was da alles Gutes drin steckt? Denkt doch mal drüber nach bei der nächsten Tasse.